Ich will es ganz offen sagen, Herr Weber, für mich persönlich war dieser Tag, als Frau Faeser ihre Erklärung machte, zumindest für unsere Demokratie ein schwarzer Tag. Aber es gibt auch die Leute, die Rückgrat bewiesen haben und die ihren Preis zahlen mussten. Wir hatten einen Präsidenten beim Bundesnachrichtendienst, den ich sehr, sehr geschätzt habe. Der wurde von Frau Merkel in die Wüste geschickt, nachdem er nicht so agierte, wie sie wollte. Gut, ich möchte da jetzt nicht ins Detail gehen, wie ich persönlich über Herrn Haldenwang gedacht habe. Er wurde ja nun auch intern, wie ich mir habe sagen lassen, auch als Kofferträger von Frau Faeser bezeichnet. Lassen Sie mich vielleicht zwei Bemerkungen machen. Erstens mal, die AfD war zumindest bisher noch nie in Regierungsverantwortung. Eine andere Partei wiederum, und zwar meine ich hier die grünen Ideologen, haben während der letzten 3 Jahre der Regierungszeit der deutschen Bevölkerung zeigen können, dass sie nicht nur unserem Land, der Wirtschaft, der Gesellschaft und der Demokratie zutiefst geschadet haben. Hey Leute, willkommen in der Realität. Jetzt wird's ernst, denn wenn sogar ein Ex-BND-Mitarbeiter vor laufender Kamera sagt, dass Nancy Faeser ihr Amt missbraucht hat, dann sollte bei jedem in diesem Land die Alarmglocke schrillen. Was Klaus Altgassen hier bei Peter Weber sagt, ist keine Verschwörung, das ist Insiderwissen. Und er bestätigt, was viele längst geahnt haben. Diese Innenministerin hat mit neutralen Rechtsstaat nichts mehr zu tun. Sie handelt wie eine ideologische Aktivistin. Auf geht's! Verehrte Zuschauer, wir haben Zeiten, wo man an der Rechtsstaatlichkeit zweifeln muss, und zwar sehr stark zweifeln muss. Wir erleben eine Situation, wo ein Amt ausgenutzt wird zur, man muss es sagen, politischen Unterdrückung und Verfolgung einer Oppositionspartei. Darüber unterhalten wir uns mit dem Ihnen bekannten Ex-Bundesnachrichtendienst-Mitarbeiter Klaus Altgassen. Herr Altgassen, herzlich willkommen bei Hallo Meinung. Ja, guten Morgen, Herr Weber, und guten Tag an alle, die uns zuschauen. Herr Altgassen, jetzt ist es ein paar Tage her. Wir haben erlebt, was Nancy Faeser am vorletzten Tag ihrer Amtszeit gemacht hat. Sie ist dorthin gegangen, hat ein Gutachten gezeigt. 1100 Seiten soll es haben. Die Öffentlichkeit weiß nicht, was drin steht. Frau Faeser sagte, es wäre sehr gut geprüft. Jetzt erleben wir eine Situation, wo wir im Inland auch Journalisten haben, die dem linken Spektrum hinzuzurechnen sind, wie der Herr Görges, der aber sagt, es ist eine Ungeheuerlichkeit, es ist eine Schande für Deutschland, was hier passiert, eine Oppositionspartei in dieser Form zu behandeln. Das Ausland zeigt mit dem Finger auf uns. Jetzt sind Sie ein erfahrener Ex-Bundesnachrichtendienstmitarbeiter, der aber auch jetzt noch voll im Bilde ist. Wie beurteilen Sie die Situation? Ich will es ganz offen sagen, Herr Weber, für mich persönlich war dieser Tag, als Frau Faeser ihre Erklärung machte, zumindest für unsere Demokratie ein schwarzer Tag. Ich will Ihnen das auch erläutern, warum ich so denke. Die Nachrichtendienste bzw. Sicherheitsdienste, die wir in Deutschland haben, sind essentiell wichtig für unser Land. Sie sind für die Sicherheit, die von außen und von innen geschützt werden muss, da. Und insbesondere das Bundesamt für Verfassungsschutz, das BFV, was nur konzentriert ist jetzt auf Deutschland, kann in Händen eines Bundesinnenministeriums oder auch einer Bundesinnenministerin ein sehr scharfes Schwert sein. Wir sollten vielleicht eines uns nochmal klar machen. Beide Dienste, sowohl der Bundesnachrichtendienst ist dem Bundeskanzleramt unterstellt, als auch das Bundesamt für Verfassungsschutz, BFV, was dem Innenministerium unterstellt ist, sind nicht aus sich selbst heraus agierende Behörden, sondern sie werden natürlich gesteuert. Und ich muss Ihnen gestehen, wenn eine
bekanntermaßen extrem linke Politikerin, die sehr ideologisch fokussiert ist, oder ich muss sagen war, weil sie ja nicht dem nächsten Kabinett mehr angehören wird, eine solche Behörde instrumentalisiert, dann ist das wirklich ein Skandal. Und aus meiner Sicht gibt ihr konkludentes Verhalten auch wieder, dass der erste Satz, den sie gesagt hat, natürlich hat das keine politische Bedeutung, es ist nicht politisch gesteuert. Damit hat sie sich gleich selber widersprochen. Herr Weber, wir kennen aus unserer eigenen Lebenserfahrung, wenn jemand von vornherein etwas sagt, also so und so war es nicht, kann man fast davon ausgehen, dass es so war. Und sehr spontan sind mir 3 Sätze aus der Geschichte in Erinnerung gerufen. Wir kennen sie wahrscheinlich alle. Der eine Satz, der mir einfiel: Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. Walter Ulbricht. Richtig. Dann gab es einen Politiker in Deutschland, der sagte, als er die letzten AKWs in Deutschland während einer Energiekrise abschaltete, das habe natürlich absolut keinerlei ideologische Gründe. Ein Kinderbuchautor. Donnerwetter. Und der letzte Satz, der ist eigentlich, der liegt nicht lange zurück, ist auch von einem Mann, der heute vielleicht nervös sein wird irgendwo. Er sagte, die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse steht für mich niemals zur Disposition. Der Sargnagel der CDU. Das ist meine Deutung. Und so habe ich jetzt also auch den Satz von der Frau Faeser gesehen nach dem Motto, selbstverständlich ist das Ganze nicht politisch initiiert worden. Herr Weber, es gibt auch Leute, die sagen, die glauben noch daran, dass ein Zitronenfalter Zitronen falten kann. Aber wir müssen bitte etwas mehr realistisch sein. Nun, mehr realistisch sein, es ist ja letztlich so, wir beide kennen Hans-Georg Maaßen, wir hatten ihn ja oft zu Gast, wir haben sogar einen Film miteinander gedreht. Aber es ist doch so, man muss im Endeffekt am Ende des Tages sagen, Hans-Georg Maaßen musste gehen, weil er den politischen Willen nicht erfüllt hat. Ja. So ist es. Also Ja. auch so, ohne dass man jetzt Vertraulichkeit hier offenlegt oder Geheimnisverrat begeht. Aber es ist so, auch ein Bundesnachrichtendienst oder ein Bereich des Verfassungsschutzes, der hat regierungstreu zu sein und hat den Willen zu erfüllen. Das heißt aber, wenn Sie dann Mitarbeiter haben an der Spitze, die aber dann ihrer Pflicht als Beamter, es gibt das Beamtentreuegesetz, aber zu dem Gesetz gibt es ja auch etwas, wo man sagt, ich muss da widersprechen, weil das nicht mein Wille ist. Also nicht jeder Beamter muss etwas tun, was letztlich nicht seine Überzeugung ist, wo er sagt, das widerstrebt also unserem Grundgesetz. Sage ich was Falsches? Sie haben völlig recht, es ist sogar die Pflicht eines Beamten, darauf hinzuweisen, wenn etwas nicht nach Recht und Gesetz läuft. Es ist, das muss man auch sagen, das ist eine recht menschliche Sache und nachvollziehbar. Die meisten Menschen sagen, lass mich lieber in Ruhe, ich beiß dann mal in den sauren Apfel hinein und dann habe ich auch keinen Ärger. Aber es gibt auch die Leute, die Rückgrat bewiesen haben und die ihren Preis zahlen mussten. Wir hatten einen Präsidenten beim Bundesnachrichtendienst, den ich sehr, sehr geschätzt habe. Der wurde von Frau Merkel in die Wüste geschickt, nachdem er nicht so agierte, wie sie wollte. Und Sie haben gerade den Fall genannt, auch von Dr. Maaßen, den ich nun selber auch kenne, der bei einer Aussage, die Frau Merkel getroffen hat, gesagt hat, nein, so stimmt es nicht. Es ging da um Chemnitz, die angeblichen Jagden von Rechtsradikalen. Die hat es ja in der Tat nicht gegeben. Aber Herr Maaßen hat zumindest dazu gestanden, dass er sagte, nein, wir haben darüber keinerlei Informationen. Er musste deshalb gehen. Ein Herr Haldenwang, gut, ich möchte da jetzt nicht ins Detail gehen, wie ich persönlich über Herrn Haldenwang gedacht habe. Er wurde ja nun auch intern, wie ich mir habe sagen lassen, auch als Kofferträger von Frau Faeser bezeichnet. Da war sicherlich jetzt nichts anderes zu erwarten. Aber wenn man jetzt zum Beispiel eine Partei, die derzeit je nach Umfragen die stärkste oder zumindest zweitstärkste Partei der Bundesrepublik ist, wenn man sagt, diese Partei schadet Deutschland, schadet der Demokratie, dann lassen Sie mich vielleicht 2 Bemerkungen machen. Erstens mal, die AfD war zumindest bisher noch nie in Regierungsverantwortung.
Eine andere Partei wiederum, und zwar meine ich hier die grünen Ideologen, haben während der letzten 3 Jahre der Regierungszeit der deutschen Bevölkerung zeigen können, dass sie nicht nur unserem Land, der Wirtschaft, der Gesellschaft und der Demokratie zutiefst geschadet haben. Und die Reaktion des Souveräns war, wie wir alle wissen, dass man diese Partei letztendlich verdammte, heute die Oppositionsbank drücken zu müssen. Sie ist fast in die Bedeutungslosigkeit gefallen. Und wir sollten, wenn ich schon soeben sagte, souverän, dann sollten wir auch in einer Demokratie nicht vergessen, dass, wenn man es mal überspitzt ausdrückt, Politiker im Grunde genommen dem Souverän zu dienen haben. Wenn heute, richtig, und wenn heute Politiker sagen, nein, nein, also ihr Souverän, ihr Bevölkerung, ihr dürft so nicht wählen. Entweder ihr wählt so, wie wir es wollen, oder wir schaffen eine Partei ab, dann muss man sagen, und das trifft mich persönlich als deutscher Bürger und als jemand, der zutiefst überzeugt ist von Demokratie, Liberalität, Meinungsfreiheit, dann nähern wir uns allmählich den Zuständen, wie wir sie aus Venezuela kennen, wo mal eben eine Oppositionspartei verboten wird, in der Türkei, wo der beliebte Kontrahent von Erdogan im Grunde genommen verhaftet wird. Ich brauche nicht an Rumänien zu erinnern, was da passiert ist. Und ich muss sagen, ich finde es erschreckend, was hier passiert ist. Gestern sagte, und dem konnte ich im Übrigen zustimmen, gestern sagte Herr Dobrindt im Fernsehen, er hält es für falsch, wenn man versucht, die AfD zu verbieten. Wir sind in einem politischen Wettbewerb und wir müssen die AfD, wenn schon, dann politisch stellen, mit ihren Überzeugungen, mit ihren Vorschlägen und allem. Da sehe ich den Ansatz wirklich, wie man politisch miteinander umgeht. Am gleichen Tag, nämlich gestern, ich wage sie kaum zu zitieren, es war Frau Ricarda Lang. Gut, kein Urteil darüber jetzt, aber sie begründete ihre heftige Befürwortung, dass man die AfD ablehnt, unter anderem damit, dass sie unter anderem das Wort Remigration offen führt. Ich hätte vielleicht anstelle des Journalisten beim Morgenmagazin mal gefragt, was sie eigentlich davon hält, dass unser bisheriger Kanzler Scholz in einem Interview im britischen Teil des Spiegels mal Ende 2023 war, mal sogar von Deportation gesprochen hatte. Ich habe mir das wirklich auch mal rausgeschrieben. Er sagte, we must finally deport on a large scale those who have not the right to stay in Germany. Und das war der Kanzler, den kann man ja nicht als linksextrem oder rechtsextrem bezeichnen. Aber eine Partei soll deshalb verboten werden, weil sie von Remigration spricht? Herr Altgassen, lassen Sie uns kurz überhaupt zu der Aufgabe einer Oppositionspartei. Eine Oppositionspartei ist dazu da, die Regierung zu überwachen, gegebenenfalls auch zu kritisieren. Wenn das dann dazu führt, dass das Delegitimation heißt und wenn der Bürger, meine Person oder als Medium, Hallo Meinung gesagt wird, ihr seid Verfassungsfeinde, weil ihr die Regierung delegitimiert, ihr übt Kritik, dann haben wir doch keinen Rechtsstaat mehr. Und die Opposition in allen Bereichen, schauen wir uns bitte die innere Sicherheit an, die erodiert. Schauen wir uns an die Diplomatie nach außen. Sie sind ein erfahrener Diplomat, Sie waren in der Welt unterwegs für den Bundesnachrichtendienst. Wir schaffen uns nur Feinde. Ein zukünftiger Außenminister, Wadepohl, sagt, Russland wird immer unser Feind bleiben. Und das Thema Amerika, da kommt offen, dass man sagt, hier auch Feindschaften. Wir haben das Thema der inneren Sicherheit, hat die angesprochen. Wir haben die Deindustrialisierung, wir haben die Bildung, wir haben das Gesundheitswesen. Es gibt ja überall Punkte, wo ich sage, wir sind in einem ganz desolaten Zustand. Und die einzigste Partei, die seit 10 Jahren einen Weg aufzeigt, ohne dass sie Regierungsvollmachten hat oder Bevollmächtigungen und den zeigt unterm Teppich,
Die soll jetzt, die wird an den Pranger gestellt und soll verboten werden. Also vermeintlich ein Verbotsverfahren ist im Gespräch. Das ist ja aus äußerer Sicht ist ja ein Wahnsinn. Überlegen wir nur mal, wenn Viktor Orban sagen würde, ich entledige mich meines politischen Gegners, indem ich ihn diffamiere, ich lasse ihn bespitzeln. Ja, da wäre ja von der Leyen, die würde ja gar nicht mehr schlafen können. Sie sprechen die Probleme an, die, glaube ich, sehr viele Bürger heutzutage entsprechend ebenso empfinden. Und wissen Sie, wir lästern ja gerne in Deutschland über die USA. Wir sollten aber bitte eines zur Kenntnis nehmen. Wenn die USA, und ich sage jetzt ganz bewusst nicht Herr Trump, sondern wenn die USA, aber auch die andere älteste moderne Demokratie dieser Welt, Großbritannien, wenn aus beiden Ländern eine deutliche Kritik daran kommt, dass man mit Befremden zur Kenntnis nimmt, dass offensichtlich die Meinungsfreiheit und die Demokratie in Deutschland Schaden nehmen, dann sollten wir nicht in die Rolle hineinkommen, dass wir sagen, um Gott, was haben die uns denn schon zu sagen? Die sollen gefälligst ruhig sein, die haben ihre eigenen Probleme. Nein, wir sollten da vielleicht auch mal uns den eigenen Spiegel wieder vorhalten. Wir sollten daran denken, dass es nichts gibt, was wichtiger ist in einer Demokratie als Meinungsfreiheit und Liberalität. Es ist vielleicht langweilig, wenn ich jetzt vielleicht daran erinnere, zum Beispiel an Voltaire, der mal gesagt haben soll zu einem Kontrahenten, er sagte, ich missbillige Ihre Meinung aus tiefster Seele. Aber ich bin bereit, dafür zu sterben, dass Sie Ihre Meinung ausdrücken können. Das gibt so viel wieder, was eigentlich der innere Wert unserer Demokratie ist. Und lassen Sie mich eines sagen, wenn ich gestern lesen konnte in einer Zeitung, dass diese, man kann sie Kommunistin oder Sozialistin nennen, diese Frau Reicheneck von den Linken, tatsächlich allen Ernstes gefordert hat, dass man zu einem Systemsturz kommen muss. Man müsse wieder den demokratischen Sozialismus in Deutschland bringen. Entschuldigung, Systemsturz. Und da sagt kein Bundesinnenminister etwas. Gut, wir haben jetzt gerade einen Wechsel. Aber da sagt auch nicht das Bundesamt für Verfassungsschutz etwas. Ich muss sagen, das macht mir allen Ernstes Sorgen. Und ich weiß nicht, ob Sie mir gleich noch die Gelegenheit geben können, was ich heute las. Das war ganz interessant. Heute in der Welt. Da kommt gleich dazu. Ich komme gleich mit den Kolumnisten. Wir kommen gleich dazu. Okay. Aber lassen Sie mich bitte Folgendes sagen. Wenn das der Bundesamt für Verfassungsschutz, wenn das autark wäre, dann würde sie spätestens jetzt ohne politischen Einfluss sagen, wir müssen gegen Frau Reicheneck vorgehen. Sie hat nämlich gesagt, wir wollen den Kapitalismus zerstören und wir wollen wieder einen demokratischen Sozialismus. Das heißt also praktisch DDR wieder aufleben lassen. Und das sind Aspekte, wenn hier von Zerstören und von Umsturz gesprochen wird, dann frage ich mich, wenn diese Behörde unabhängig ist, dann müssen doch diese Leute dort spätestens jetzt sagen, auf den Plan rufen, Moment, als Beamte, die jetzt dafür berufen sind, die Sicherheit oder die innere Sicherheit in dem Land wieder wenigstens zu beobachten, dann gehört doch diese Frau unter Beobachtung gestellt, ohne Wenn und Aber. Man stelle sich bloß mal vor, es hätte ein AfD-Politiker oder eine Alice Weidel oder ein Tino Kruppalla hätten nur ansatzweise so etwas gesagt. Ich behaupte mal, die wären ja medialen Handschellen abgeführt worden. Herr Weber, ich will einfach nur zitieren zwei Leute, die in höheren Positionen waren, nämlich den ehemaligen Leiter des BFV, Herrn Dr. Maaßen, der jetzt gerade vor wenigen Tagen nochmal bestätigte, natürlich wird das BFV politisch gesteuert. Das ist aber auch normal. Es ist ja eine Behörde, die dem Innenministerium untersteht. Und mein ehemaliger Präsident, Herr Dr. Hanning, sagte in Bezug auf das, was jetzt gerade geschehen ist durch Frau Faeser, der Zeitpunkt und die Form der Bekanntmachung dieser Analyse des BFV begründen das Misstrauen, dass eine konkurrierende Partei lediglich diskreditiert werden sollte. Wissen Sie,
wenn ich das sage, ist das die Wertung eines Bundesbürgers und eines Mannes, der zumindest 40 Jahre in dem Bereich gearbeitet hat, eben der Nachrichtendienste. Aber ich habe hier jetzt auch zitiert den ehemaligen Präsidenten des Nachrichtendienstes. Das sind also Leute, die haben auch von ihrer politischen Stellung schon einen entsprechenden Stellenwert. Und so sollte man auch diese Aussagen nehmen. Nun, lassen Sie mich, wir kommen noch gleich zu dem Kolumnisten von der Welt. Sehr gut, ich habe es auch gelesen. Aber lassen Sie mich kurz noch auf Ihre Zeit zurückkommen, ohne einen Geheimnisverrat zu begehen. Aber die Frage jetzt, die uns auch mit bewegt, ist, es gab ja durchaus Erkenntnisse, was es bedeutet, wenn man die Grenzen öffnet und wenn Menschen unkontrolliert nach Deutschland kommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Bundesnachrichtendienst oder der Verfassungsschutz hier gesagt hat, naja, jetzt macht mal, wir haben da keine Erkenntnislagen. Sind denn alle Erkenntnislagen insofern politisch berücksichtigt worden, um es mal vorsichtig zu fragen? Ich werde jetzt sehr vorsichtig antworten. Herr Weber, wie Sie wissen, auch wenn ich schon nicht mehr beim Bundesnachrichtendienst bin, unterliege ich nach wie vor der Pflicht zur Verschwiegenheit. Entschuldigung. Ja, der Bundesnachrichtendienst hat natürlich sehr ausführliche Analysen gemacht, auch zu diesem Thema illegale Migration. Das liegt natürlich in dem Verantwortungsbereich des Bundesnachrichtendienstes. Und ich kenne den Großteil dieser Analysen und die waren wirklich ganz hervorragend. Ich werde zwangsläufig nicht auf Details eingehen, das darf ich nicht. Ich will nur in allgemeiner Weise sagen, das hatte ich am Anfang auch schon gesagt, dass natürlich auch das Kanzleramt unter einer Frau Merkel Einfluss genommen hat in den Bundesnachrichtendienst und dieses teilweise zumindest zu einem großen Befremden und zu einer gewissen Unruhe geführt hat. Worum es im Detail ging, Herr Weber, das darf ich Ihnen jetzt nicht sagen. Und da bitte ich dann auch entsprechend um Verständnis. Da habe ich vollstes Verständnis und meine Interpretation, wie gesagt, liebe Zuschauer, meine Interpretation und nicht Klaus Altgassen ist die, da wird mit Sicherheit drin gestanden sein, das bringt uns nur Glück und Segen und sichert unsere Renten. Davon ist auszugehen, es kommen nur Fachkräfte, wie sich ja erwiesen hat. Herr Altgassen, lassen Sie, das war meine Interpretation. Also es wird Ihnen nicht zur Last gelegt, um es mal zu sagen, lieber Klaus Altgassen. Aber lassen Sie mich noch auf dem Kolumnisten der Welt kommen, ein Niederländer. Ist der jetzt auch rechtsradikal? Ja, das war interessant. Ich habe mir, nachdem ich das gelesen habe, ich fand das ganz hervorragend. Ich habe ein paar Zeilen, habe ich mir einfach mal kopiert, wenn Sie erlauben, dass ich die vorlese. Na klar. Ich war deshalb so fasziniert, weil dieser niederländische Schriftsteller und Kolumnist Leon de Winter im Grunde genommen eine Liebeserklärung an unser Land gemacht hat. Er hat also dargestellt, dass er schon seit seiner Jugend, seit seiner Schulzeit als Niederländer begeistert war von der deutschen Sprache, der deutschen Kultur, der Musik und so weiter. Und er hat seine erste Kolumne heute mit einer Liebeserklärung begonnen und hat dann allerdings auch etwas reingebracht. Und wenn Sie erlauben, diese vielleicht 40 Sekunden lese ich mal vor. Er schreibt, es fällt mir nicht leicht, aber ich muss etwas gestehen. Auch ich bin überzeugt, dass die Migrationspolitik gescheitert ist. Auch ich sehe, dass zu viele Migranten in Europa aus rückständigen Kulturen kommen, in denen Frauen Männern untergeordnet sind und Juden gehasst werden. Bin ich jetzt gesichert rechtsextrem? Er sagt dann weiter, die Aussagen von AfD-Spitzenleuten, die ich, also Leon de Winter, online finden konnten, waren zumindest nach niederländischen Maßstäben völlig harmlos. Und ein letzter Satz noch. Die Hysterie über jene Aussagen von AfD-Mitgliedern schießt weit über das Ziel hinaus. Ich denke, dass viele Deutsche und auch ich als Niederländer vielen Aussagen zustimmen. Und was ist daran falsch? Warum darf man nicht stolz sein auf die deutsche Kultur? Warum darf man nicht sagen, dass das Dazugehören zur deutschen Nation mehr als nur ein Pass ist? Und warum darf man nicht sagen, dass viele Migranten rückständige, überholte Ansichten über Religion, Frauen, Freiheit und Demokratie haben?
Und lasse mich eines sagen, ich fand es bemerkenswert, weil es sich hier auch wiederum um einen Ausländer handelt, der auch aus einer Demokratie herauskommt. Und wenn er seine erste Kolumne derart schreibt und eigentlich sagt, Leute, seid doch stolz auf euer Land, aber Meinungsfreiheit gehört grundlegend zu den wesentlichen Aspekten einer Demokratie, da muss ich ehrlich sagen, hat mich dieser Artikel fasziniert. Diese Worte, ich kann mich dem nur anschließen. Und liebe Zuschauer, einfach mal alles setzen lassen, lassen sich setzen. Warum gibt es eine Oppositionspartei? Warum ist sie notwendig? Warum wird immer davon gesprochen, Demokratie schützen? Ist es nicht eher das Gegenteil, Macht bewahren als Demokratie schützen? An dieser Stelle bedanken wir uns bei dem ehemaligen Bundesnachrichtendienstmitarbeiter Klaus Altgassen. Ich muss Ihnen sagen, es macht immer wieder Spaß. Bedanke mich, dass Sie die Zeit genommen haben. Ja, herzlichen Dank, Herr Weber. Ich wünsche Ihnen und natürlich auch allen Zuschauern und Zuschauerinnen alles Gute. Und gehen wir mit hoffentlich guten Erwartungen in die Zukunft, dass wir wieder die Demokratie bekommen, die wir hatten. Und wir arbeiten täglich dran. Danke fürs Einschalten. Danke. Wenn ein Ex-BND-Mitarbeiter wie Klaus Altgassen öffentlich sagt, dass Nancy Faeser ihr Amt missbraucht hat, dann ist das keine Meinung mehr. Dann reden wir über einen Vorwurf, der dieses Land erschüttern müsste. Ich sag's euch ehrlich, wenn solche Leute den Mund aufmachen, dann nicht aus Langeweile, sondern weil sie genau wissen, was hinter den Kulissen läuft und weil sie es mit ihrem Gewissen nicht mehr vereinbaren können, zu schweigen. Altgassen war Teil des Systems und er sagt jetzt, dass Faeser politisch handelt, nicht verfassungstreu, dass sie den Verfassungsschutz instrumentalisiert, um politische Gegner zu diskreditieren, dass es nicht um Extremismus geht, sondern um Machterhalt. Und das deckt sich mit allem, was wir seit Monaten beobachten. Was hier beschrieben wird, klingt für mich ganz persönlich wie der kontrollierte Umbau des Staates in eine politische Schutzzone für eine Regierung, die ihre Fälle davon schwimmen sieht. Und wenn man das anspricht, wird man diffamiert, stigmatisiert, ausgegrenzt. Aber was Altgassen sagt, kann jeder sehen. Und wer immer noch glaubt, das sei übertrieben, sollte sich dieses Interview von vorne bis hinten anhören. Ich habe Hochachtung vor jedem, der aus dem Inneren des Apparats aufsteht und sagt Stopp. Hier läuft was gewaltig schief. Und ich sage das als freier Bürger, weil es mein gutes Recht ist, die Dinge zu benennen, wenn sie falsch laufen. Wer nach diesem Interview noch glaubt, dass hier alles normal läuft, der will es einfach nicht sehen. Was Klaus Altgassen sagt, kann man nicht mehr ignorieren. Er bestätigt das, was viele fühlen und was sich endlich jemand traut, laut auszusprechen. Und genau deshalb ist dieses Video so wichtig, weil es nicht aus der Echokammer kommt, sondern aus dem Inneren des Systems, von jemandem, der dabei war und jetzt Klartext redet. Wenn dir solche Stimmen wichtig sind, dann lass ein Like da. Wenn du willst, dass solche Beiträge mehr Reichweite bekommen, abonniere den Kanal. Und wenn dich das, was du hier gehört hast, genauso beschäftigt wie mich, schreib es in die Kommentare. Die Wahrheit braucht nicht nur Mut, sie braucht Menschen, die laut werden, wenn andere sie unterdrücken wollen. Bis zum nächsten Mal.